herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte letzte Woche ja mit dem Thema Lenkung angefangen, beziehungsweise ein Lenkgetriebe zerlegt. Ich wollte auch heute mit dem Thema Lenkung bei der C3 und bei der C2 weitermachen. Ein paar allgemeingültige Infos geben, die sowohl die C2 als auch die C3 betreffen, als auch im Speziellen auf einzelne Themen und Probleme bei der Lenkung beziehungsweise bei dem gesamten Lenksystem an sich eingehen. Ja, ich fange am besten mit ein paar Basics an. Also es ist so, die meisten, wenn sie von der Lenkung sprechen, denken an die heute gebräuchliche Rack-and-Pinion-Lenkung, also die Zahnstangenlenkung. Das ist die Lenksäule, die unten in das Steering Rack mündet und quasi in einem Teil die gesamte Lenkung inklusive der Servolenkung beinhaltet. Bei der C3 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da ist noch eine alte Recirculating Ball Steering verbaut, eine Kugelumlauflenkung mit einem dazwischen geschalteten Servolenkventil, was auf einen Servolenkzylinder wirkt. Das heißt, da sind viel mehr einzelne Komponenten im Spiel, wie bei der heutigen Zahnstangenlenkung, weil heute hat man quasi alles in einem gesamten großen Teil integriert, bis auf die Pumpe. Also die Pumpe ist sowohl bei der C3 als auch bei heutigen Autos immer noch ein externes Teil, was vom Keilriemen angetrieben wird. Und eben, ja, wie man das kennt, die Servopumpe, die dann quasi vom Motor eben den Druck erzeugt mit dem Keilriemen, treibt die Pumpe an, der erzeugt den Druck und geht dann über einen Schlauch dann letztendlich in die Lenkung. Und hier ist es so bei der Corvette, da geht dieser Druck eben erstmal in ein sogenanntes Power Steering Control Valve. Ich zeige das jetzt gleich und dann wird das dann, denke ich, auch klarer. Ich nehme mal die Kamera am besten mit. Dafür muss ich die gerade umschalten. Wir haben hier jetzt eine 72er Corvette, wo ich jetzt gerade mal die Hebebühne etwas hochfahren muss, damit man auch was sieht. Weil sonst muss ich mich hier zu sehr auf dem Boden hinlegen. Wir heben die mal hoch. Und dann wird auch der Blick frei. Hier vorne. Ich habe da 2 Taschenlampen hingemacht, damit man auch ein bisschen mehr sieht. Wir haben hier vorne, also ich versuche mal das von vorne vielleicht zu filmen, dann hat man einen besseren Überblick. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel bei eurer Corvette euch anschauen möchtet, also ihr kommt von vorne und zwar befindet sich dann hier vorne, wo der Rahmen mündet, dieses sogenannte Power Steering Control Valve. Das ist dieses ominöse Teil, was jetzt auch viele wahrscheinlich bei anderen Autos so noch nicht gesehen haben. Ich filme das mal von beiden Seiten. Das ist jetzt auch nicht neu oder sonst was. Ich habe das jetzt auch bewusst bei einer alten Corvette gemacht, so wie das eben meistens aussieht. Bisschen mit Dreck überzogen und bisschen Öl. Aber grundsätzlich so, dass man daran arbeiten kann. Hier, das ist der Servolenkzylinder bei der Corvette. Der hat zwei Eingänge hier, Ölleitungen, die reingehen. Je nachdem, der wird von diesem Ventil angesteuert hier. Und je nachdem, ob man nach links oder rechts lenkt, bekommt das Ventil hier über die Lenkung einen Impuls entweder nach links oder nach rechts und gibt dadurch die Ölleitung frei und dadurch gibt dieses Servolenkungsventil entweder Druck auf die eine Leitung oder auf die andere, also nach rechts oder nach links, und dieser Zylinder unterstützt dann die Lenkung. Also es ist bei 90% der Corvetten so aufgebaut. Es gibt auch manuelle Lenkung bei der Corvette. Da fehlt dann dieses ganze System, was ich gerade beschrieben habe.
Aber bei, wie gesagt, bei 90% der Korvetten hat man eigentlich hier diesen Aufbau. Ich habe eben ja auch die Servopumpe beschrieben. Die ist, wenn man jetzt hier vom Power Steering Control Valve schaut, da geht eine Leitung, also hier oben die zwei dickeren Leitungen. Das eine ist der Vorlauf, das andere ist der Rücklauf. Der kommt von der Pumpe, und zwar sitzt diese Pumpe dort vorne. Hier sieht man den Keilriemen, der angetrieben wird von der Kurbelwelle, und die Pumpe gibt dann eben Druck hier über diese Druckleitung, das ist die Druckleitung, auf das Power Steering Control Valve, und je nachdem, ob man nach links oder nach rechts lenkt, gibt dieses Power Steering Control Valve dann diesen Druck weiter auf den Lenkzylinder. Und der überschüssige Druck, der wird wieder über hier diese Rücklaufleitung ins Reservoir zurückgepumpt. Da hat man auch häufiger Undichtigkeiten. Also neben den Undichtigkeiten an Motor und Getriebe hat die C2 und die C3 sehr häufig Undichtigkeiten an der Servolenkung. Das Servolenkungsöl ist dasselbe wie im Automatikgetriebe, es ist meistens rötlich. Dementsprechend muss man eher nach der Position des Ölflecks gehen. Wenn das so vorne links am Vorderrad kommt, dann hat man meistens an der Servolenkung Undichtigkeiten. Ja, ansonsten bei der Lenkung, was auch noch sehr interessant ist, es gibt hier bei der C3 überall, was man kontrollieren sollte, einmal eine Sicherung durch Splinte, also hier sind kleine Metallsplinte durch die Castle Nuts durchgedrückt und dann umgebogen, damit sich die Muttern nicht lösen können. Und ja, das sollte man zumindest absichern. Überall dort, wo Castle Nuts verbaut sind, sollen auch Splinte drin sein. Es ist sehr häufig so, dass bei den amerikanischen Autos, dort wo eigentlich ursprünglich mal Castle Nuts verbaut waren, keine mehr drauf sind, weil irgendein Mechaniker im tiefsten Hinterland wahrscheinlich gerade keine passende Mutter da hatte und schraubt einfach eine Standardmutter drauf. Dann hat man natürlich keine Sicherung mehr. Also das hat man auch sehr häufig an der Hinterachse. Ich kann das auch nicht immer zu 100%, man sieht das nicht immer sofort, aber oftmals fällt einem das dann so nach und nach dann auf, und dann hat man das schon mal bei einem anderen Auto anders gesehen. Deswegen an der Lenkung hat man normalerweise eben eine Absicherung durch Splinte. Und was auch interessant ist bei der Corvette, sowohl C2, C3, man hat überall noch Schmiernippel verbaut. Das sind hier diese Schmiernippel. Die hat man auch hier an den Tie Rods und an den Spurstangenköpfen, und man hat hier auch am Servoventil auch Schmiernippel. Und dementsprechend ist es auch wichtig, dass man diese Schmiernippel ab und an eben nachfettet, dass man eben genügend Schmierfett an den beweglichen Teilen eben hat, umso weniger Verschleiß hat man eben daran. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, das ab und zu machen. Man braucht das nicht alle im Monat machen, aber wenn man das einmal im Jahr macht und dann nur 1, 2, 3 Stöße da reindrückt, reicht das eigentlich vollkommen aus, weil man braucht da jetzt auch nicht irgendwie 20 Mal drauf zu pumpen, bis das Öl überall rausquillt, weil dann hat man halt die Sauerei im Nachgang oder schmiert sich das Fett dann überall ans Rad. Ja, das war's jetzt erstmal von meiner Seite aus zur Lenkung. Ich versuche noch eben die entsprechenden Bilder und so weiter einzublenden, dass man da noch vielleicht sich noch ein besseres Bild machen kann. Und dann komme ich vielleicht im nächsten Video, ich schalte mal gerade wieder um, vielleicht komme ich beim nächsten Video dann erneut nochmal auf das Thema Lenkung zurück. Vielleicht kann man da noch ein bisschen ein paar Sachen ansprechen, oder wenn Fragen aufkommen, können wir die natürlich auch gerne stellen. Alles klar? Dann noch alles Gute und bis bald.